Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit Dan Vasc und Heart of Steel. Das Original ist von Manowar. Und wir schauen einfach mal rein. Let's go! Pense em 4 amigos aleatórios seus. De vocês 5, é muito provável que um tenha ou já tenha tido depressão em algum momento da sua vida. A depressão é um mal que assola 20% da população mundial hoje. Todos os anos, cerca de 21 milhões de pessoas perdem a sua batalha contra o sofrimento e tentam tirar a própria vida. Desses 21 milhões, 1 milhão de pessoas consegue, todos os anos. Quando você acabar de assistir esse vídeo, provavelmente 10 pessoas terão tirado a própria vida. Esse cover é uma homenagem àqueles que lutam contra esse mal tão devastador, tão avassalador, contra dor e sofrimento esmagadores, longo dia após longo dia, verdadeiros guerreiros que nasceram com um coração de aço. Ja, man kann viele Kämpfe kämpfen, aber der Kampf gegen diese innere Stimme, die dir sagt, dass du nichts wert bist, die dir sagt, das, was du tust, will niemand sehen oder hören oder sonst irgendwas, dass niemand sich für dich interessiert. Ich glaube, das ist der größte Kampf der Menschheit. Denn selbst wenn man eigentlich mental gesund ist, kennt man das, dass man diese Phasen im Leben hat, in denen man einfach aufgeben möchte und sich selbst einredet, dass alles keinen Sinn hat und dass man nichts erreicht hat und nie was erreichen wird. Und wenn diese Stimme Überhand nimmt und dich innerlich auffrisst, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen, selbst mit Hilfe. Und ja, wenn man dieses Video zu Ende gesehen hat, werden vermutlich 10 Menschen sich das Leben genommen haben und das ist noch nicht mal gelogen oder so. Ich denke, das ist schon faktisch ziemlich real. Und das, so ins Video zu starten, ist jetzt natürlich schwierig, aber wir machen es trotzdem. Let's go. Built a fire 1,000 miles away to light my long way home. I ride a comet, my trail is long to stay. Silence is a heavy stone. The world and I take all they can give, but there are times my heart hangs low. Born to walk against the wind, born to hear my name. No matter where I stand, I'm alone. Toll, wie er das hier rüberbringt. Er fühlt es. Und das merkt man auch. Ich glaube, Künstler, generell Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sind öfters betroffen von solchen Problemen, weil die Erwartungshaltung extrem hoch ist. Der Druck ist hoch.
Du stehst immer im Rampenlicht, egal wo du hingehst. Kameras sind oft auf dich gerichtet. Du hast kein Privatleben. Und natürlich weißt du, dass wenn du einen Fehler machst, kann alles zu Ende sein. Deine ganze Karriere, alles ist im Arsch. Und das baut so viel innerlichen Druck auf. Und natürlich bestärkt das diesen inneren Dämon, der dir sagt, dass du ein Versager bist und nichts kannst. Ja. Deshalb sind Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, natürlich häufiger betroffen von sowas, aber auch Menschen, auf die generell viel Druck ausgeübt wird oder die das Gefühl haben, sie müssen zum Beispiel der Familie beweisen, wie gut sie sind, weil der Bruder oder der Vater hat so viel erreicht im Leben und man muss da mithalten, sonst denkt man ist wertlos. Aber meistens ist das auch wirklich nur ein Gedanke, den man selbst hat. Und die anderen im eigenen Umfeld sehen das eigentlich gar nicht so, sondern sie lieben dich, wie du bist und schätzen dich, wie du bist. Und denen ist völlig egal, was du im Leben erreichst. Ja. Aber wenn diese Stimme dir einredet, dass du Erwartungen erfüllen musst und das gar nicht kannst, dann siehst du auch nicht, wie wertvoll du für die anderen Menschen bist, egal was du erreichst. Wichtig ist, dass du da bist. Ja, gut, ich denke, jeder kann das irgendwie nachvollziehen. Schnelle Wechsel von dieser tiefen Stimme zu der unglaublich hohen Stimme ist schon Wahnsinn. Hört man auch sehr selten bei Künstlern, weil das auch, glaube ich, gar nicht so leicht ist, diesen Wechsel stimmlich so schnell hinzubekommen. Aber ich kann mich da auch irren. Wie gesagt, ich bin kein Sänger und ja, von daher kann ich auch totalen Quatsch reden. Ich weiß es nicht. Stand and fight. Afraid to die. Stand and fight. Say what you feel. Born with a heart of steel. Oh,
großartig. Tolles Cover, toll gesungen von Dan und sehr gut rübergebracht. Man hat es wirklich gefühlt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, jeder kann es irgendwo nachvollziehen. Aber natürlich ist es schwerer, wenn man zum Beispiel keine Depressionen hat, jemanden mit Depressionen wirklich zu verstehen. Denn man selbst kann sich ja dann denken, hey, ich habe auch manchmal diese Stimme im Kopf, aber die ignoriere ich dann einfach. Aber jedes Gehirn funktioniert anders und jeder geht anders mit Dingen um. Und für jeden sind diese Dinge eben anders. Deshalb kann man nicht von sich selbst auf andere schließen. Und deshalb ist es manchmal schwer, sich in die Lage von anderen zu versetzen. Weil man selbst immer nur weiß, wie man selbst ist. Und ja, oft reden Menschen auch einfach nicht drüber, wie es ihnen geht. Wir sehen eben nur das, was die Leute wollen, was wir sehen. Wir wissen nicht, was sie für Kämpfe im Inneren führen. Und deshalb sollte man auch auf Kleinigkeiten achten, wenn man mit seinen Freunden zum Beispiel redet oder generell sich mit Menschen umgibt. Denn oft, wenn man drüber nachdenkt, weiß man vielleicht oder merkt man vielleicht, ob es einem Menschen wirklich gut geht oder ob im Inneren vielleicht Probleme sind, über die die Person nicht spricht. Vielleicht kann man dann selbst sich mal ein Herz fassen und das ansprechen und sagen, die Person mal beiseite nehmen und fragen, ob denn wirklich alles in Ordnung ist oder ob man irgendwie helfen kann. Ich habe diesen Fehler schon gemacht. Ich habe nicht genau aufgepasst, Signale ignoriert und Menschen dadurch verloren. Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Und hinterher macht man sich dann Vorwürfe. Obwohl man vielleicht gar nicht so viel hätte tun können, aber man hätte es wenigstens versuchen können und müssen. Aber dann ist es zu spät. Und der Mensch kommt nie wieder zurück. Ja. Gut. Mit diesem Gefühl starten wir jetzt in den Mittwoch. Ja, Leute, den Link zu diesem Video gibt es in der Videobeschreibung wie immer. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.